Ich bin so kalt. Auf Deutsch sagt man nicht, ich bin kalt. Man sagt, mir ist kalt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin. Heute sprechen wir über typische Fehler, die im Deutschen ein bisschen peinlich werden können. Ich verspreche dir, am Ende des Videos wirst du verstehen, warum die Sätze falsch sind und wie du sie richtig sagst. Also bleib unbedingt dran. Den Fehler Nummer 1 hast du schon am Anfang von diesem Video gehört. Ich bin kalt. Ein ähnlicher Fehler ist, wenn du sagst, ich bin heiß. Viele übersetzen direkt aus dem Englischen oder aus einer anderen Sprache. I am cold, I am hot. Ich bin kalt oder ich bin heiß. Wenn du aber ich bin heiß sagst, dann bedeutet das allerdings etwas ganz anderes. Ich bin heiß bedeutet, ich bin sexy. Das sollst du also nur in ganz bestimmten Situationen sagen und niemals bei der Arbeit. Wenn du einfach sagen möchtest, dass es warm draußen ist oder dass du schwitzt, dann solltest du diesen Satz so formulieren. Mir ist kalt, mir ist heiß. Nicht ich, sondern mir. Grammatikalisch ist das spannend, denn im Deutschen benutzen wir diese Konstruktion sehr oft in vielen verschiedenen Situationen. Also die Konstruktion ist Dativ plus ist plus Adjektiv. Also ein Personalpronomen im Dativ, dann ist, dann ein Adjektiv. Mir ist kalt. Ihr ist warm. Ihm ist schlecht. Uns ist langweilig. Du sprichst nicht darüber, wer du bist, sondern wie es dir geht. Eine Alternative wäre, es ist heiß. Also allgemein draußen oder in diesem Zimmer. Es ist heiß. So beschreibst du das Wetter oder die Temperatur und nicht dein Befinden. Auch diese Konstruktion ist sehr häufig, vor allem wenn wir über das Wetter sprechen. Es ist plus Adjektiv. Es ist heiß. Es ist windig. Es ist regnerisch. Also merke dir diese zwei Konstruktionen, mir plus ist plus Adjektiv und es plus ist plus Adjektiv. Mir ist kalt oder mir ist warm. Es ist kalt, es ist warm. Fehler Nummer 2. Ich bekomme 35 Jahre. Bevor ich dir diesen Fehler erkläre, kannst du dir jetzt komplett kostenlos eine ganze PDF-Datei mit allen Fehlern, Erklärungen, Beispielen und einer Übung dazu herunterladen. Den Link zu der PDF-Datei gibt es in der Infobox unter diesem Video und in dem angepinnten Kommentar. Klicke jetzt auf den Link, trage deine E-Mail-Adresse ein und schon nach ein paar Minuten bekommst du die PDF-Datei per E-Mail zugeschickt. Check unbedingt deinen Spam-Ordner. Manchmal landen die E-Mails im Spam und dann schreibst du mir, Natalia, ich habe die PDF nicht bekommen. Check deinen Spam-Ordner und bestätige deine E-Mail-Adresse. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen weiter. Ich bekomme 35 Jahre. Diesen Satz höre ich sehr oft, vor allem von Deutschlernenden, die Englisch sprechen. Hierbei geht es um einen sogenannten Interferenzfehler. Interferenzfehler. Im Englischen bedeutet to become werden. Dieses become wird dann direkt ins Deutsche übertragen und daraus wird ich bekomme 35 Jahre. Im Deutschen funktioniert das aber nicht. Das Verb bekommen ist ein anderes Wort für erhalten. Es bedeutet also,
dass dir jemand etwas gibt, bekommen. So wie hier. Ich bekomme ein Geschenk zu meinem Geburtstag. Wenn du also sagst, ich bekomme 35 Jahre, dann klingt das so, als würde dir jemand dein Alter geben. Aber das ergibt natürlich keinen Sinn. Was du eigentlich sagen willst, ist, ich werde 35 Jahre alt. Ich werde, also wir benutzen das Verb werden, ich werde 35 Jahre alt. So klingst du authentisch und vermeidest einen typischen Übersetzungsfehler. Kurze Frage, hast du dieses Video schon geliked? Abonnierst du schon meinen Kanal? Wenn nicht, dann erledige das jetzt ganz schnell und wir gehen weiter zum Fehler Nummer 3. Ich gehe nach Arzt. Oh je, diesen Fehler höre ich so oft. Das ist auch ein typischer Fehler, den viele Lernende machen, besonders im Alltag. Ich gehe nach Arzt. Ich verstehe, es ist so einfach, die Präposition nach immer zu benutzen, wenn man das Verb gehen benutzt. Das Problem hier ist genau diese Präposition. Nach benutzt man im Deutschen nur bei Ländern, Städten und bei der festen Verbindung nach Hause. Nur in diesen 3 Optionen. Schau mal hier. Ich reise nach Deutschland. Land nach Deutschland. Ich ziehe nach Berlin. Stadt nach Berlin. Ich gehe nach Hause. Nach Hause. Feste Verbindung. Bei Personen, Firmen, Aktivitäten funktioniert das nicht. Richtig hier ist die Präposition zu. Personen, Firmen, Aktivitäten plus zu plus Dativ. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Yoga. Ich gehe zu Rewe oder zu H&M. Denke immer daran, dass du den Dativ brauchst. Die Präposition zu braucht immer den Dativ. Das Thema lokale Präpositionen ist nicht einfach, deshalb habe ich dir hierzu ein ganzes Video aufgenommen. Schau dir unbedingt dieses Video an, wenn du noch mehr zum Thema lokale Präpositionen lernen möchtest. Na, 3 Fehler haben wir schon analysiert. Wie viele davon hast du selber schon gemacht? Schreib's unbedingt in die Kommentare. Welche Fehler sind neu für dich? Welche machst du vielleicht selbst? Ich bin gespannt. Wir gehen weiter. Fehler Nummer 4. Ich bin langweilig. Das ist ein weiterer Klassiker. Ich bin langweilig. Das ist grammatikalisch korrekt. Allerdings willst du sagen, mir ist langweilig. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin langweilig bedeutet, deine Persönlichkeit ist langweilig. Du bist als Person langweilig. Hiermit sagst du, dass deine Persönlichkeit langweilig ist. Du bist also kein spannender, kein lustiger Mensch. Mir ist langweilig. Das bedeutet, du hast gerade nichts zu tun. Du fühlst dich gelangweilt. Mir ist langweilig. Also jetzt in diesem Moment hast du nichts zu tun und findest, dass es einfach ein bisschen langweilig ist. Fällt dir etwas auf? Genau. Auch hier haben wir wieder die typische Konstruktion Dativ plus ist plus Adjektiv. Mir ist langweilig. Ihm ist langweilig. Oder uns ist langweilig. Okay, wir sind fast am Ende von diesem Video angekommen. Hast du dir schon die PDF-Datei heruntergeladen? Wenn nicht, dann klick jetzt auf den Link in dem angepinnten Kommentar. Fehler Nummer 5. Schönen Tag! Du auch! Dieser Fehler ist besonders spannend, weil wir hier ein wenig Sprachdetektiv spielen müssen. Es handelt sich bei dieser Struktur um Wünsche, die abgekürzt wurden. Sie werden also nicht komplett ausgesprochen oder geschrieben. Das passiert meistens im gesprochenen oder informellen Deutsch.
Warum die Antwort du auch falsch ist, fällt erst dann auf, wenn wir uns die komplett ausgeschriebenen Sätze genauer anschauen. Also, schönen Tag ist ein abgekürzter Satz. Der komplette Satz ist, ich wünsche dir einen schönen Tag. Schönen Tag? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hier haben wir das Verb wünschen. Das Verb kennst du bestimmt, oder? Du kennst auch die Ergänzungen, die wir für das Verb brauchen. Dativ und Akkusativ. Bei Verben mit 2 Ergänzungen steht die Person im Dativ und die Sache im Akkusativ. Ich wünsche dir, Dativ, einen schönen Tag, Akkusativ. Und genau so muss es auch in deiner Antwort sein. Ich wünsche dir einen schönen Tag, das wünsche ich dir auch. Ergibt es Sinn? Wenn wir diese Wünsche verkürzen, dann sieht es so aus. Schönen Tag, dir auch. Schönen Tag, dir auch. Das Personalpronomen du muss auch im Dativ stehen. Dir auch. Nicht du auch, sondern dir auch. Der nächste Fehler ist, ich bin schlecht. Damit hatte ich früher sogar ein Problem. Meistens wollen Lernende aber sagen, mir geht es schlecht oder mir ist schlecht. Schau dir die Unterschiede an. Mir ist schlecht bedeutet, dir ist übel. Du hast Magenschmerzen oder musst dich vielleicht übergeben. Dir ist schlecht. Mir geht es schlecht, das bedeutet, du fühlst dich insgesamt nicht gut, körperlich oder emotional. Ich bin schlecht, ich habe im Schach verloren. Hier bedeutet das, du spielst nicht gut Schach, deshalb hast du verloren. Das heißt, ich bin schlecht nutzt du nur dann, wenn du über deine Leistung oder Fähigkeit sprichst. Wenn es dir gesundheitlich schlecht geht, nutzt du mir geht es schlecht. Also ich bin schlecht, kannst du sagen, aber wirklich nur dann, wenn du über deine Leistung sprichst. Das waren 6 typische Fehler, die Deutschlernende oft machen, aber das wird dir in der Zukunft nicht passieren. Wie viele von diesen Fehlern kanntest du schon? Wie viele hast du selbst gemacht? Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bleib dran und bleib fleißig.